Der kleine König. Wir kriegen Besuch. Wie ein Tiger rennt der kleine König heute im Schloss herum und ruft abwechselnd einmal: Oh je, wie furchtbar! Und im nächsten Augenblick: Jihi, ich freu mich so! Kleiner König, du übertreibst, Und alles nur wegen Tante Röschen? Übertreiben? Sie wird mich wieder ständig abküssen und in die Backen kneifen. Das ist schrecklich. Ich bin doch kein Baby mehr. Aber gleichzeitig freust du dich. Ja, ich freue mich auch. Denn sie wird auch Schokoladenkuchen mitbringen und hübsche Geschenke und so. Das klingt gut, kleiner König. Weißt du, vielleicht wird's ja am Ende doch noch ganz nett. Mit hängenden Schultern schleppt sich der kleine König zu seinem Ohrensessel und lässt sich hineinplumpsen, um dort nur noch lauter zu seufzen. Und nicht mal der Gedanke an Tante Röschens wirklich außerordentlich leckeren Schokoladenkuchen kann ihn wieder froh machen. Denn davor erwarten ihn schreckliche Erlebnisse. Zum Beispiel wird sie ihm auf jeden Fall die Nase putzen. Dann wird sie ihn auf den Schoß nehmen und halbtot quetschen. Na komm, kleiner König, Die Erinnerung daran ist vielleicht schlimmer als die Wirklichkeit. Ach ja, meinst du? Na, pass mal gut auf. Ich zeig dir mal mit Teddy, was mir alles passieren wird. Also, ich wäre jetzt mal Tante Röschen, ja? Hallo, kleiner süßer Königsteddy. Ich bin's, das liebe Tätzchen Rosachen. Dagegen hat Teddy keine Chancen. Der kleine König steigert sich vollständig in seine Rolle hinein, ruft immerzu: Njam, 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 ich vernasche dich, ich bin das fleischfressende Röschen. Und erst als Teddy laut und deutlich Brumm ruft, hört er damit auf. Siehst du, Teddy, dir gefällt das auch nicht. Also, weißt du, kleiner König, wie könnte er nur die Vorteile des Besuches genießen, aber dem unangenehmen Teil entkommen? Da muss ich mir etwas Schlaues einfallen lassen. Dazu braucht er einen roten Filzstift, den er sich aus der Tischschublade holt. So, einen auf die Backe, ja, hier, einen auf die Stirn. Was treibst du denn da, kleiner König? Ich könnte ja die Masern haben, und damit Tante Röschen sich nicht ansteckt, darf sie mir nicht zu nahe kommen. Schon beginnt er sich auch die Beine zu bemalen. Du, Teddy, willst du auch ein paar Masern? Das sieht lustig aus. Und wie geht's dann weiter? Na ja, dann wird Tante Röschen mich nicht küssen und, dann würde sie mir sicher bittere Medizin einflößen und Kamillentee geben. Und ich müsste im Bett bleiben den ganzen Tag. Und das würde mir nicht gefallen. Nein, kleiner König. Komm, Teddy, Masern wegmachen. Was könnte er sonst noch tun? Ich weiß. Er hat durchs Fenster etwas Interessantes im Garten entdeckt. Da steht ein alter Papageienkäfig. Hey, das ist prima, guck mal, ich könnte mich in diesen Käfig einsperren und der Schlüssel wäre weg. Dann würde mir Tante Röschen ihre Kuchenstücke durchs Gitter hineinreichen und das Geschenk auch und kann mich nicht küssen. Vergiss nicht, dir auch ein Töpfchen mitzunehmen, kleiner König. Für Notfälle. Wie? Ach so, ja. Ach. Er krabbelt aus dem rostigen Käfig also wieder heraus, denn schließlich wäre er ja den ganzen Tag darin eingesperrt. Das ist mir zu langweilig. Auf dem Weg ins Schloss kommt der kleine König an Gretes Stall vorbei. Er hört sein Lieblingspferd fröhlich wiehern. Und jetzt fällt ihm etwas ein. Ich hab's! Ja, so geht's! Natürlich! Er wird einfach seine Freunde mit ins Schloss nehmen und die werden dann zuerst geküsst. Ja. Vielleicht ist Tante Röschen schon müde, wenn er an der Reihe ist.
Oder sie übersieht ihn. Naja, das könnte doch gut sein. Ja, genau so wird er's machen. Grete, Wuff, Tiger, Buschel, Pieps, kommt doch mal. Wir kriegen Besuch. Ja. Wuff, 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 wuff. Ach, ihr wollt wissen, wer zu Besuch kommt? Ich dachte, das hätte ich schon erzählt. Ach, der Besuch ist, also es kommt das liebe Tante Röschen. Kaum hat der kleine König diesen Namen ausgesprochen, bricht ein Wiehern, Jaulen und Mauzen los, das erst aufhört, als es an der Tür klingelt. Wie auf Kommando flitzen alle flink in ein nächstgelegenes Versteck. Buschel verschwindet in der Deckenlampe, Grete quetscht sich in den Kleiderschrank, Wuff hüpft in die Kommodenschublade, Tiger versteckt sich im Wollkorb hinter dem Sofa und Pieps kauert sich in einen alten Hausschuh, der einsam neben der Stehlampe liegt. Dem kleinen Schlossherrn bleibt also nichts weiter übrig, als selbst zur Tür zu laufen. Ach du liebe Güte, ach, jetzt kommt gleich der erste nasse Kuss. Draußen steht Tante Röschen. Ihre leuchtend roten Haare sind zu einer Turmfrisur aufgebauscht, sie trägt ein bodenlanges, grünes Kleid und einen sehr, sehr großen, gefüllten Korb. Schwungvoll wie immer weht Tante Röschen jetzt also herein ins Schloss. Aber trotzdem ist etwas anders als sonst. Sie hat nämlich ein Riesentaschentuch vor der Nase. Tut mir leid, mein Schätzchen, aber ich habe einen furchtbaren Schnupfen. Ascha! Nicht mal einen Begrüßungskuss kann ich dir geben, muss mich unterwegs erkältet haben. Mit diesen Worten rauscht sie samt Korb davon und ruft dem kleinen König noch zu, dass er ihr schon mal Tee machen soll. Und hol mir auch das Fieberthermometer und koch mir später Haferbrei. Wie vom Donner gerührt, bleibt der kleine König zurück. Na ja, kleiner König, da musst du Tante Röschen wohl beistehen. Ja, liegst du bequem, Tante Röschen? Ja, Jungchen, alles bestens. Du bist ja da und wirst dich um dein altes Tantchen kümmern, nicht? Wo bleibt der Tee? Ich mach ja. Na, da hat mich Tante Röschen ja ganz schön überrascht. In der Zwischenzeit spinksen die Freunde des kleinen Königs schon neugierig aus ihrem Versteck. Oje, jetzt muss ich noch Haferbrei kochen und Tante Röschen pflegen. Das wird anstrengend, sehr, sehr anstrengend. Ach ja, so kann's kommen. Vielleicht wäre Küssen doch das kleinere Übel gewesen. Findest du? Reingelegt! Tante Röschen umarmt den kleinen König und hebt ihn hoch in die Luft. Sie küsst ihn nass und kneift ihn in die Backe. Ich hab ja überhaupt keinen Schnupfen. Freust du dich? Hast du auch wieder Kuchen und Geschenke mitgebracht? Fragt sich der kleine König schwach, während er sich die Backen trocken rubbelt. Doch du! Auch die Tiere trauen sich jetzt aus ihrem Versteck. Sie kommen näher und lachen quietschend mit. Der kleine König schmollt. Na toll! Jetzt wird er von seinen Freunden auch noch ausgelacht. Aber wenigstens lässt Tante Röschen ihn jetzt los. Ach, sieh an! Ruft sie erfreut. Da sind ja auch die reizenden Freunde. Na, wollt ihr dem lieben Tante Röschen nicht mal guten Tag sagen? Kommt mal her. Grete, Wuff, Tiger, Wuschel und sogar Pieps werden gedrückt, gequetscht, verstruppelt und schließlich allesamt, außer Grete natürlich, hoch in die Luft gehoben.
Ich kann nicht mehr. Wie verstruppelt ihr alle ausseht und so nasse Backen. Seine Freunde schmollen. Jetzt werden sie von ihrem Freund auch noch ausgelacht. Aber Lachen ist ansteckend und deshalb lachen alle schließlich mit. Und dann endlich packt Tante Röschen ihren großen Korb aus. Zuerst gibt es Kakao und Schokokuchen. Der schmeckt allen ganz besonders gut. Und die Geschenke werden auch ausgepackt. Bis in den Abend spielen sie mit dem neuen Memory, dem Puzzle und den anderen schönen Sachen. Und dann wird es für Tante Röschen Zeit, nach Hause zu fahren. Alle stehen an der Tür und winken, als sie mit der Kutsche davonfährt. Doch noch ehe alle wieder im Schloss verschwunden sind, ist die Kutsche schon wieder zurück. Hallo, wartet noch! Was ist denn? Hast du was vergessen? Ja, um ein Haar hätte ich beinahe etwas ganz Wichtiges vergessen. Noch einen Kuchen? Quatsch! Was ich vergessen habe, ist viel besser und noch süßer. Nämlich den Abschiedskuss. Dröhnend schmatzt sie jedem einen nassen Knaller auf die Backe. Und fährt nun endgültig davon. Vor lauter Überraschung vergessen der kleine König und seine Freunde sogar das Winken. Wenn Tante Röschen das nächste Mal kommt, ziehen wir uns aber was Hübsches an, ja? Extra für sie. Und ich weiß auch schon was. Kommt alle mit! Unter viel Gelächter und Geschnatter präsentiert sich nun eine fröhliche Ritterschar. So darf uns Tante Röschen küssen, so oft